Die Kosten sind neben der medizinischen Fragestellung immer eines der ganz großen Fragenkomplexe bei den Gesprächen. Man kann kurz sagen, es gibt zwei Gruppen. Es gibt zum einen die Kassenpatienten und zum anderen die Privatpatienten. Und okay, es gibt auch noch eine dritte Gruppe, die gar keine Versicherung haben oder bei denen kein Versicherungsträger für die Kosten eintritt. Nehmen wir die erste Gruppe der Kassenversicherten, also normale Krankenkasse wie AOK oder BKK oder eine der gesetzlichen Kassen. Hier gibt es bestimmte Regelungen. Zum einen muss jeder im Paar über 25 Jahre alt sein, die Frau muss unter 40 Jahre sein und der Mann unter 50 Jahren. Und sie müssen verheiratet sein, wobei hier die standesamtliche Hochzeit durchaus ausreichend ist. Wenn die Voraussetzungen da sind, dann würde die gesetzliche Kasse 50% der Gesamtkosten für die Behandlung übernehmen, sowohl für die Insemination als auch für IVF oder ICSI-Behandlung. Das Paar muss dann mit ungefähr, wenn man nun noch Sonderleistungen dazu rechnet, mit ungefähr zwischen 2.000 und 3.000 Euro Selbstbeteiligung rechnen. Die zweite Gruppe sind die Gruppe der Privatpatienten. Hier sind ja ganz viele der Privatpatienten noch Beihilfe versichert. Auch das ist nochmal so eine kleine Untergruppe bei den Privatversicherten. Nehmen wir jetzt zuerst mal die rein Privatversicherten. Dort geht es sehr stark nach dem Verursacherprinzip. Also derjenige, der Partner im Paar, der letztlich für die Kinderlosigkeit verantwortlich ist, dessen Versicherung muss die Kosten erstatten. Das hört sich brutal an, weil verantwortlich ist ja klassisch niemand, aber dem eben das zugesprochen wird. Dessen Versicherung muss 100% der Kosten erstatten im privat versicherten Bereich. Dort gibt es eigentlich keine Altersgrenzen. Es gibt auch keine Begrenzung der Anzahl, wenn das nicht im Versicherungsvertrag vorher festgelegt wurde. Tritt die Beihilfe noch mit ein, so sind hier wieder bestimmte Regelungen zu sehen, die sich fast aufbauen wie bei den gesetzlich Versicherten. Also man muss über 25 sein, man muss unter 40 sein, nur verheiratet muss man bei der Beihilfe nicht sein. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie viel Beihilfe man hat. In der Regel bei den Lehrern sind es 50% Beihilfe, 50% privat. Und so würden die Kosten dann eben aufgeteilt, sodass eine 100% Erstattung ist. Tritt der Fall ein, dass die private Versicherung nicht bezahlt, aber die Beihilfe würde bezahlen, denn die Beihilfe geht nicht nach dem Verursacherprinzip, dann bleibt für das Paar die Erstattung der 50% durch die Beihilfe und 50% muss das Paar selbst bezahlen. Das wird dann einen Kosten auch so um die 3.000 bis 4.000 Euro sein. Die dritte Gruppe sind die Patienten, die keine Versicherung haben oder die unter 25 sind oder über 40 oder nicht verheiratet. Diese Gruppe läuft bei uns als Selbstzahler und muss letztendlich privat abgerechnet werden. Dort gibt es leider keine Möglichkeit der Abrechnung über einen der Sozialträger. Für alle Gruppen gilt, dass Kosten, die für die Behandlung aufgebracht werden, alle steuerlich absetzbar sind. Auch die Fahrten zum Zentrum sind steuerlich absetzbar. Also hier lohnt es sich, ein Gespräch mit einem Steuerberater zu führen oder sich sonst dort fortzubilden oder weiterzubilden und weitere Informationen einzuholen. Letztendlich ist und bleibt es immer eine eher kostspielige Therapie, die ganz selten zu 100% übernommen wird. Es gibt immer Sonderregelungen bei den gesetzlich Versicherten. Manche Krankenkassen geben einen zusätzlichen Bonus im Rahmen der Therapie, aber all das muss man dann wirklich in einem persönlichen Gespräch oder sogar direkt mit den Krankenkassen besprechen.